Die Deutschen sind fleißig. Sie arbeiten gut, bekommen dafür ein Gehalt und sparen auch fleißig, ohne Zinsen. Aber es gibt ein Geheimnis. Hätten Sie in den letzten Jahren mehr Gehalt bekommen, hätten Sie heute mehr Zinsen auf das Sparkonto. Insgesamt also deutlich mehr Geld für die Sparer. Warum ist es so? Der Zinssatz entspricht dem Preis des Geldes und wird von der Zentralbank beeinflusst. Die EZB hat ein Inflationsziel von nah, aber unter 2% pro Jahr. Wenn die Inflationserwartung darunter liegt, dann sinkt der Zins, damit mehr Geld in Umlauf kommt. Wenn die Inflationserwartung darüber liegt, dann steigt der Zins, damit das Geld bei der Bank bleibt. Hätten die Deutschen mehr Gehalt bekommen, dann wäre das Geld von den Unternehmen zu den Privathaushalten umverteilt und das hätte zu mehr Konsum geführt. Mehr Konsum für die gleiche Produktion führt zu einer Verknappung und deswegen auch zu höheren Preisen. Die Inflation wäre also größer gewesen. Da die Deutschen auch aus den Nachbarländern importieren, wäre die Inflation in der ganzen Eurozone gestiegen. Das hätte sogar Krisenländern geholfen. Die EZB hätte auch weniger außergewöhnliche Maßnahmen getroffen und wahrscheinlich die Zinsen schneller erhöht. Die deutschen Sparer hätten also nicht nur mehr Gehalt, sondern auch mehr Zinsen für das ersparte Geld. Allerdings wäre es nicht nur vorteilhaft für die Deutschen. Diese Gehaltserhöhung hätte die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Firmen gedrückt. Dadurch wären die Arbeitsplätze weniger sicher. Höhere Zinsen und mehr Inflation erschweren auch den Kauf einer Immobilie. Durch die Inflation ist der reale Wert des Eigenkapitals kleiner und durch höhere Zinsen ist das Fremdkapital weniger finanzierbar. Man kann also nicht alles haben. Die Frage ist vielmehr, wo das optimale Gleichgewicht liegt. Man sollte nur nicht vergessen, dass die Verhandlung des Mindestlohns und der Tarifverträge das Preisniveau beeinflusst und deswegen indirekt auch die Zinspolitik. Danke.